Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente. Wir spielen gemeinsam Stories, The Path of Destinies. Und wir müssen uns gerade, also wir haben jetzt den Iblisstein bekommen, haben ihn mit dem mit dem Kern des Skyrippers kombiniert, sodass wir ihn so ein bisschen ruhig gestellt haben, sag ich mal. Und jetzt müssen wir überlegen, wie wir weiter vorgehen. Wir könnten jetzt die Rebellen mit dem beruhigten Stein retten, aber die Wissenschaftler sagten, der könnte sich überladen, wenn wir zu viele Leute umbringen. Wir können alternativ auch versuchen, quasi auf dem Berg zu meditieren. Und auch das letzte Mal habe ich mich schon für eine Storypfad entschieden, den wir eigentlich noch nicht kennen. Wir waren noch nie direkt zum Rebellenstützpunkt gegangen bei bei so einer ähnlichen Entscheidung. Wir hatten hin und wieder schon so eine ähnliche Entscheidung. Und auch diesmal werden wir wieder auf den Berg gehen. Wir werden meditieren. The one thing he understood from all the Toad arguments. Maybe the stone did not feed on blood or souls or rage. It fed on empathy. It fed on the pain he felt when he put an end to another being's existence. Even if that other being was a raven intent on killing him. If he could find peace, then he could use the power of the Iblis stone without being taken over by its evil. The mountains. He would go to the mountains. He could find peace there. Ich finde, wir haben die Iblisstein-Geschichte bis hierhin sehr, sehr gut gelöst, muss ich sagen. Ich finde, wir haben ein Happy End verdient. Bisher waren unsere Enden ja alle sehr, sehr happy. Hust. Hust. Unfortunately, the mountains were not empty. There were ravens everywhere, no matter. He had to fight, yes, but he didn't have to be angry. Parry, dodge, slash, and breathe. Yes, focus on the rhythm, the dance of it, not on the blood or the raven's core as they died. Ah, it was working. He wasn't feeling those dark jolts of eldritch energy. He wasn't feeding the Iblis stone. Das glaube ich alles gerade nicht. Auf mich wirkt das Ganze gerade so, als würde der Iblisstein ihn sehr, sehr hart verarschen. Aber okay, wir schauen mal. Shit, jetzt haben wir auch noch eine Route gewählt, wo wir umsonst gekämpft haben quasi. Aber naja, Gott. Nee, meine Leben füllt er nicht wieder auf. Schade. Tschu. Da wollte ich eigentlich relativ rechtzeitig weg sein, aber der ist dann sehr, sehr schnell explodiert. Die explodieren nicht immer gleich schnell. Das ist ein bisschen verwirrend. Na, kein doofer Kommentar? Okay. It was a bit windy up here. Das Spiel ist so gemein zu mir. Ich will doch nur eine gute Lösung für dieses Spiel finden. Oder für die Welt, in der wir uns bewegen. Was man aber auch mal sagen muss, ist, die Leute, die das Leveldesign gemacht haben, waren auch sehr, sehr kluge Menschen, glaube ich. Weil es immer so schön zusammenführt. Und das muss man auch mal ganz nebenbei lobend erwähnen. Ach, man muss bei diesem Spiel so viel lobend erwähnen. Es ist einfach ein gutes Spiel. Ich komme gar nicht aus dem Loben heraus. Außer, dass ich vorhin einen Frame-Drop hatte, fällt mir nicht viel Negatives ein. Teaspoons stolen from every inn in Boreas. Oh, and something more useful. Nee, so wirklich useful. Immerhin hat das Spiel erkannt, dass es mir keine Ärzte mehr geben muss, glaube ich. Och nö, Gegner. Seht ihr, wie wir nach jedem Kampf diese kleine rote Energieblase unter uns haben? His mind was his own, and his heart too. He bore them no ill will, these ravens. They were doing their job. They were expressing their nature. Dance, whirl, parry, jab, and breathe. It was all so simple, wasn't it?
something was missing. He didn't feel truly at peace. Wait. Wasn't this near where Calaveras lived? The sage would help him figure it all out. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass der jetzt zu dem Calaveras geht, der irgendeinen Quatsch erzählt und wir ihn dann umbringen. Och nö. Aber wie wir immer weiter nach oben kommen in der Stage. Ist mir nie so... Also ich meine, natürlich habe ich das die anderen Male auch bemerkt, aber ich habe nur nie so sehr drauf geachtet. What are you guys dressed up as for Halloween? Just wondering. Du hast in der letzten Sekunde noch die Parade angesetzt. Achso, da gab es gar keinen. Ich dachte, da kann ich auch. Okay, habe ich falsch gesehen. Alles gut. Ah, die Musik auch. Gar nicht einen ultimativen Klimax heraufbeschwörend. Und noch weiter nach oben. Na, Okay. Ich hoffe, dass wir Calaveras nicht umbringen. Oh, bitte lass uns Calaveras nicht umbringen. Bitte lass uns doch einmal ein Happy End haben, Spiel. Halt, Moment, geht's hier rechts noch weiter? Nee, okay. Zuletzt hat, glaube ich, Zenobia Calaveras dann umgebracht, oder? Nee, wir brauchen da hinten nicht hin. Die Kiste ist uns egal. Achso, ja, richtig. Einmal auf und einmal zumachen. Zack. The Iblis Stone, silenced by the Skyripper's core, had given Renato enough power to challenge the Imperial fleet. But what Renato was seeking was inner peace. The rebellion was on the verge of extinction, but it would have to wait. Ja, wir brauchen ja einen spannenden Klimax. So, fast Level Up. Fast. Ach, guck mal. Hallo, Calaveras. Wie geht es dir? At the end of the mountain path, he found the wise Calaveras in his workshop. To fix souls or only artifacts? He asked the sage. Does your soul need fixing? Asked the sage. I've been killing a lot of ravens lately, he told the sage. You're a fox, said Calaveras. To kill birds is part of your nature. Take joy in it. I mean, I might as well worry about eating flies. Would you like a fly? It was true. That's what he had forgotten. The joy. Now he was ready for the final battle. The Farfarer cut through the clouds. Nee, oder? The air had never felt so sweet since he was a child. There it was. The dreaded Imperial fleet. He could smell wet hemp ropes ahead. Wood and tar and ravens. Even the fleet smelt good, somehow. He was ready. He was ready. Och nee, das ist doch irgendwie nicht richtig. Das ist doch irgendwie nicht richtig. Oh Mann, oh. Ich habe mir doch so viel Mühe gegeben. Aber ich bin extrem neugierig. A, was für ein Held wir jetzt wieder sind. Das war es, ein Held zu sein, den Nibelstein zu finden. Und ich meine, das haben wir schon mal angedeutet bekommen, aber trotzdem. Ha. Renato had it all squared away in his head. He would kill the Emperor. Isengrim III had begun well, but he had gone mad. He was trying to invoke the lost gods by means of dark, blasphemous rituals. That was a secret, but the victims had spoken to Renato. The ghosts had spoken. No. No anger. Renato could not afford anger. It was empowering the crystal in his sword. That made him stronger, but it clouded his mind. He would not be a hero. A hero strives. Renato would just be one with everything. The Emperor would die,
and the wheel would turn and all would be restored without rancor, without sorrow, without pain. Oh, das ist natürlich ein... Nein! Sorry, das ist ein interessanter Tweak gewesen mit dem... Ich warte die ganze Zeit auf dem, was für eine Art Held wird er sein, und dann haben sie es mal getweakt mit, er wird kein Held sein. Das finde ich geschickt. Sehr, sehr geschickt sogar. Ich habe das voll erwartet, dass jetzt wieder was kommt, und das haben sie auf der einen Seite... He thought about it, and he had so much more time to think about it now that he was not worrying about the battle. Killing the Emperor would not change anything. Another would take his place. Perhaps Zenobia. Perhaps the Speaker of the Rebel Council, and power would corrupt them too, and death would make grief, and grief would lead to hatred. He must lead by example. Reject the violence. Reject the desire to create violence. But how? Also auf jeden Fall spielen This really didn't have much in the way of safety features, did it? Hey, den habe ich bei mir geblockt. Level, sehr nice. Insgesamt bin ich mal extrem gespannt, was aus dieser philosophischen Geschichte sich entwickelt. Verschont er jetzt den Kaiser und wird dabei getötet? Man weiß es nicht. Ich bin Soon gespannt. he'd confront the Emperor. Funny that this whole war had come about because the Emperor feared death. And now it was coming for him. There was some sort of lesson there, wasn't there? Das geht jetzt schnell. Schwertfu-Trigger. Zack, zack, zack. Nice. Ich bin so gespannt, was jetzt passiert, liebe Leute. Lasst es uns gemeinsam herausfinden. Finally, he came to the Emperor's ship. The path behind him was strewn with dead ravens. The path to enlightenment. His mistake, he realized, was trying to change the world. The world would spin and the wheel would revolve whether he strove against it or not. What he had to do was nothing. He had attained enlightenment. He sat down, adopted a full lotus position, and began to meditate. And all around him, the warriors stopped fighting too. They knew. They could feel his enlightenment. They gave up fighting, dropped their weapons, and became his disciples. No, just kidding. The nearest raven stabbed him with a sword and then chopped off his head. I might not have thought this through properly. Thought Renado's head as it rolled around the deck and died. He should go back to some of the choices he'd faced before. Maybe there were new paths that had opened up. Like those doors he was opening up all over the map that took him to new treasures and around his enemies. But he'd learned another true thing. The Iblis Stone was evil. It would try to corrupt anyone who used it. Ah ja. Super geil, mit wie viel Humor dieses Ende erzählt wird. Neue Story abgeschlossen. Geschichte 15, Rückkehr des Hippies. Was für ein Held bist du? Ein Held, der über das Heldentum hinauswächst, um eins zu werden mit allem. Belohnung, Level Up. Sehr schön. Okay. Und wir haben die neue Wahrheit enthüllt. Der Edelstein korrumpiert jeden, der ihn benutzt. Belohnung plus 2 Levels. Sehr schön. Hilft uns das jetzt in irgendeiner Form, dass wir hier rechts... Nee,
Also es zeigt uns nichts an, wir müssen wahrscheinlich jetzt Wege freischalten. Oder wir können jetzt tatsächlich die richtigen Antworten. Am Ende ist es ja immer so gewesen, dass jede Geschichte so ein bisschen auf, wie soll ich sagen, auf so eine Entscheidung hinlief. Also hier wusste er am Ende nicht, was er sagen sollte. Hier hat er am Ende den Fehler gemacht, doch die Waffe zu benutzen. Hier hat er die falsche Entscheidung getroffen und so weiter und so weiter. Und vielleicht, wenn wir jetzt alle Wahrheiten haben, können wir jetzt beim Durchspielen irgendeiner Geschichte, egal welcher, wahrscheinlich vielleicht am Ende die richtige Entscheidung treffen? Ich weiß es nicht. Wir gucken uns erstmal die Zusammenfassung dieser Geschichte an. Rückkehr des CPs. Finde das Juwel, finde den Kern, trifft die Wissenschaftler, meditiere. Okay. Zusammenfassung. Der Iblisstein. Er flüstert und verdirbt. Seinem Instinkt folgend gab Reynardo ihm den Kern des Skyrippers. Dies ließ den Stein verstummen, doch seine Macht war ungebrochen. Verstört brachte Reynardo den Stein zu weisen Gelehrten. Der Stein labt sich an dem Schmerz, den das Töten eines fühlenden Wesens auslöst, sagten sie. Doch zu viel Schmerz kann den Kern überladen. Finde deinen inneren Frieden, rieten sie. Zum ersten Mal in seinem Leben schenkte Reynardo weisen Ratschlägen Gehör und bald darauf Meditation, Zweifel, Epiphanie, Freude. Er war kampfbereit. Doch als er weiterkämpfte, wurde ihm die Sinnlosigkeit des Krieges bewusst. Er hatte die Erleuchtung gefunden. Und so sank er am Rande des Kampfschauplatzes zu Boden und begann zu meditieren, bis ihm ein Rabe den Kopf abhackte. Ja, tragisch aber wahr. Wir sind mal wieder gescheitert. Schnüff. Aber wir haben jetzt alle Wahrheiten freigeschaltet. Wir wissen jetzt alles. Wir wissen alles. Mal sehen, ändert das am Intro? The book's pages fluttered to the beginning once again. Faster than before? And he fell. The clouds parted over the Isles of Boreas. It was time to choose. The rebellion was in trouble. Ravens were scouting for the secret rebel base. They needed a game changer. Pieces of the Sky Ripper had surfaced. Reynardo knew that using it could go catastrophically wrong. But he was sure he could figure out how to use it safely. Also, a temple had risen out of empty desert. The Iblis stone was hidden there. It was a dangerous artifact. It could corrupt its user into a bloodthirsty monster. Maybe he could find a way to use it. To take its power without surrendering to its wickedness. And also, his old friend Lapino needed rescuing. Of course, Reynardo had a pretty strong suspicion that Lapino had betrayed the rebellion. And he had a gut feeling that he needed to use that to his advantage. Ohne Spaß? Wisst ihr, wie clever dieses Spiel ist, denke ich gerade so bei mir. Ihr seht da oben diesen goldenen Schlüssel, oder? Das heißt, das zeigt uns an, dass wir wahrscheinlich, ich nehme das mal an, mit den richtigen Entscheidungen an dieser Stelle das Spiel mit einem Happy End durchspielen können. Das heißt für mich aber auch zwei Dinge, von denen ich noch nicht weiß, wie es funktioniert. Also entweder, ich gehe mal kurz auf die Übersicht, entweder kann man das Spiel mit einem Happy End sozusagen nur durchspielen, wenn man seine erste Story-Entscheidung, also wir haben als erstes diese Story, glaube ich, durchgespielt, oder was, die hier? Moment. Ja, nein, Entschuldigung, wir haben als erstes diese Story durchgespielt. Und das war unsere allererste Story, die ich mit euch gespielt habe. Und entweder heißt das jetzt, dass wir das Spiel nur durchspielen können, wenn wir quasi diesem Grundstory-Pfad oder sagen wir mal diesem Unterpfad dieser Wahrheit sozusagen folgen. Oder alternativ können wir das erste Mal das Happy End nur dann freischalten, wenn wir quasi diesem Pfad folgen und die anderen erst später uns angucken. Weiß ich nicht. Kann ich euch nicht sagen. Ich hatte folgende Überlegung, das muss ich mir bis zur nächsten Aufnahmesession überlegen. Entweder, also was ich einmal noch machen wollen würde, ist den Iblis Stone quasi folgen und ihm mal die Macht füttern und mich komplett quasi seiner Blutrunst hingeben. Mal sehen, was das freischaltet. Also den blutrünstigsten Iblis Stone Vertreter machen. Das wäre etwas, worauf ich Lust hätte. Und danach würde ich persönlich anfangen, zu versuchen, alle fehlenden Geschichten freizuschalten. Und dabei natürlich immer versuchen, ob ich nebenbei auch noch ein Happy End hinkriege. Ich weiß nicht, wie das funktioniert mit Happy Ends in diesem Spiel. Also meine Idee wäre beim nächsten Mal nochmal Iblis Stone und dann auf blutrünstig as possible zu sein. Oder dem Iblis Stein alles geben, was er sucht. Und danach würde ich dann anfangen, hier oben die letzten 3 Stories reinfüllen zu wollen. Sozusagen, dass wir alle 5 grünen Stories sozusagen haben, die mit Lapino zusammenhängen. Und gucken, wo uns das hinführt und so weiter. Und dann will ich das Ganze hier weitermachen und so weiter und so weiter. Ich weiß es noch nicht.
Wir können hier jetzt wahrscheinlich das Spiel richtig in Anführungsstrichen durchspielen. Das sagt mir dieses Schlüsselsymbol. Kann auch sein, dass das Schlüsselsymbol nur sagt, da haben wir eine neue Route freigeschaltet, die wir vorher noch nicht hatten. Weiß ich nicht. Ja, mal gucken. Oder wir machen beim nächsten Mal die Iblisstone Story nochmal. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich entscheide das bis zum nächsten Mal, was bei mir in ein paar Tagen, Wochen sein wird. In ein paar Tagen oder in einer Woche so ungefähr. Ihr könnt das euch jetzt überlegen und für euch kommt die Auflösung dessen dann ja schon morgen. Das ist das umgekehrte Let's Play Paradoxon und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und sag ciao, ciao.